In der Flagge von Japan steht die rote Sonne auf weißem Grund. Japan wird oft auch als das Land der aufgehenden Sonne bezeichnet. Die Sonne geht jeden Morgen im Osten auf. Ist in Europa noch Mitternacht, so ist in Japan schon 8 Uhr in der Früh. In Asien wird oft eine Weltkarte verwendet, auf der nicht Europa im Zentrum steht, sondern eben Asien. Du siehst, Japan grenzt im Osten an den Pazifik. Es gibt einige Gefahren, die in dieser Region lauern. Hast du schon mal von Taifunen oder Zyklonen gehört? Das sind Wirbelstürme, die sich über dem Meer zusammenbrauen und dann auf dem Festland große Schäden anrichten können. Zuständig in Japan ist die Behörde mit dem Namen JMA. Sie ist sehr gut ausgerüstet und beobachtet die Entwicklungen im Detail. So können sie beispielsweise auch bei einem Tsunami die Bevölkerung umgehend warnen. Die Aktivitäten der Vulkane in Japan werden ständig durch Seismologen und modernste Technik gemessen und die Daten ausgewertet. Die Vulkane liegen an den Plattenrändern, dort wo die Erdplatten aufeinandertreffen. Wenn die Platten auseinandergehen, entstehen sehr tiefe Meeresgräben. Ein Beispiel ist der Japangraben. Sein tiefster Punkt ist etwa so tief, wie der Mount Everest hoch ist. Die Platten bewegen sich und so schiebt sich die pazifische Platte beispielsweise unter die philippinische Platte. Die dadurch entstehenden Spannungen lösen sich irgendwann ruckartig. Und so beginnt die Erde zu beben. Oft folgen dem Erdbeben auch noch Nachbeben. Tsunamis bilden sich oft durch ein Seebeben, also durch ein Erdbeben unter Wasser. Die Behörden können die Bevölkerung jeweils frühzeitig mit Sirenen, über TV und Radio und über Mobile-Geräte warnen. Dann muss man sich rasch auf höhere Lagen begeben. Japan dachte bis vor kurzem noch, es hätte insgesamt 6.852 Inseln. Neue Auswertungsmethoden haben aber nun gezeigt, dass es sogar 14.125 sind. Nur gerade 416 der japanischen Inseln sind bewohnt. Eine davon ist die Insel Zamami. In dieser Umgebung kannst du sowohl Meeresschildkröten entdecken, wie auch Wale beobachten. Der höchste Punkt Japans ist übrigens ein Vulkan, der Fujisan. Er hat eine Höhe von etwas mehr als 3.700 Metern. Der Fujisan ist ein Symbol Japans und der wohl berühmteste Vulkan auf der ganzen Welt. Der Berg wird in Japan verehrt und als Verbindung zwischen Erde und Himmel betrachtet. In der Nähe des Fujisan liegt die Megametropole Tokio. Sie gilt momentan als größte Stadt der Welt. Werden die Vororte mit eingerechnet, so sind es über 38 Millionen Einwohner. In ganz Japan leben insgesamt unglaubliche 124 Millionen Menschen. Das ist ungefähr so viel, wie wenn du die Einwohnerzahlen von Kanada, Italien und Australien zusammenrechnest. Ungefähr so kannst du dir Tokio vorstellen. Eine riesige und pulsierende Stadt. Im Zentrum von Tokio lebt auch die kaiserliche Familie. Eigentlich wird der Kaiser in Japan Tenno genannt. Im Jahr 2019 wurde Naruhito offiziell zum 126. Kaiser ausgerufen. In Japan ist es bisher nur männlichen Mitgliedern der Kaiserfamilie erlaubt, Kaiser zu werden. Weltbekannt ist Japan für Sushi. Sushi ist ein Gericht, welches es bereits seit dem 8. Jahrhundert gibt. Es wird aus rohem oder auch aus gekochtem Fisch, Gemüse, Nori, also getrocknetem Seetang und anderen Beilagen zubereitet. Der Fisch kommt aus den Meeren, die Japan umgeben. Die Fischereiindustrie hat eine große Tradition. Das liegt insbesondere an der ausgedehnten Küstenlinie. Japan ist ein Land von Erfinderinnen und Erfindern. Weltbekannt ist Karaoke. Heute gibt es in ganz Asien Karaoke-Bars. Sehr bekannt sind auch Mangas. Manga ist der japanische Begriff des Comics. Erste Bilderzählungen mit Bildgeschichten gab es in Japan bereits um das Jahr 1900 herum. Aber die heutige Form ist natürlich von Comics auf der ganzen Welt beeinflusst. Seit den 90er Jahren sind Mangas, Animes und Computerspiele ein erfolgreiches Exportgut Japans. Typisch für Mangas sind die großen Augen und oft eine kleine Nase. Hier kommt der Shinkansen-Hochgeschwindigkeitszug. Bis 320 Stundenkilometer kann dieser erreichen. Damit kommst du schnell, ja sehr schnell sogar, von A nach B. In Japan gibt es unzählige Verkaufsautomaten. In großen Städten findest du sie fast überall. Es gibt Automaten mit Getränken und Nahrungsmitteln, wie Äpfel oder Reis. Andere wiederum haben sogar Socken im Angebot. Ja, sogar warme Suppen kannst du da kaufen. Praktisch, oder? Sumo-Ringen gibt es schon viel länger als Fußball. Sumo-Ringer haben in Japan ein hohes Ansehen und die Kampfsportart ist sehr beliebt. Weitere Kampfsportarten, die in Japan erfunden wurden, sind Judo, Kendo und natürlich Karate.
Noch einige Kilogramm mehr als die Sumo-Ringer bringen Bären auf die Waage. Während es auf Honshu viele Schwarzbären gibt, leben auf Hokkaido insbesondere Braunbären. Gute Chancen, einen Braunbären zu sehen, hast du im Shiretoko-Nationalpark. Japan ist einer der weltgrößten Exporteure von Autos. Sehr bekannt sind Honda, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki und natürlich Toyota. Die Toyota Motor Corporation ist der größte Automobilhersteller der Welt. Natürlich werden die Autos am Fließband und nicht in einer Garage hergestellt. Alleine Toyota verkauft weltweit pro Jahr über 11 Millionen Fahrzeuge. Das sind über 30.000 pro Tag, bei 7 Tagen die Woche. In Japan haben bereits zweimal die Olympischen Winterspiele stattgefunden. Das war 1972 in Sapporo und 1998 in Nagano. Im nördlichen Japan gibt es viele heiße Quellen. Sie werden Onsen genannt und entstehen durch vulkanische Aktivitäten. Nicht in allen heißen Quellen ist aber auch Platz für Menschen vorhanden. Das ist wegen Affen, die dort leben. Ganze Kolonien von Makakenaffen machen es sich nämlich in den heißen Quellen bequem. Warum auch nicht? Es schaut ja echt gemütlich aus. Du weißt jetzt viel über Japan. Du weißt, dass Karaoke ursprünglich aus Japan kommt, was Mangas sind, dass die rund 124 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner einen Kaiser haben, Tokio die größte Stadt der Welt ist und Japan nicht nur für seine exportierten Autos bekannt ist, sondern auch für Vulkane wie der Fujisan. Ja, sogar über Taifune, Automaten, badende Affen und Sumo-Ringer kannst du einiges berichten. Und jetzt bist du bereit für unser Japan-Quiz. Es folgen 10 Fragen. Es geht gleich los. Wir starten. Achtung! 3, 2, 1. Wie nennt man diese japanischen Verkaufsautomaten? Und wie heißt dieser japanische Comic-Stil? Diese badenden Affen sind? Du packst das! Und? Wie heißt die größte Stadt der Welt? Klar, oder? Das ist ein japanischer? Die Hälfte ist durch. So wird Japan auch genannt? Wie viele Menschen leben in Japan? Wie heißen diese riesigen Wellen nach einem Seebeben? Nur noch 2 Fragen. Wie heißt diese, etwas gefährliche, japanische Fischspezialität? Und wie heißt diese weltbekannte Automarke? Yes! Geschafft! Das war die 2. Ausgabe von Globetrotter, entdecke die Welt. Wenn du den Kanal abonnierst, so wirst du darüber informiert, wenn ich ein neues Land vorstelle. Hast du einen Wunsch? Dann schreib es mir einfach in die Kommentare rein. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal.